Wir mischen uns nicht in die politischen Prozesse anderer Länder ein. Das tun wir nie. Und wir möchten sehr, dass in unser politisches Leben, innenpolitisches Leben sich keiner einmischt. Leider beobachten wir die Gegensätze. Jahrelang gibt es Versuche, innenpolitischen Prozesse in Russland zu beeinflussen über die nicht regierende Organisation und auch direkt. Wir verstehen, wir sehen, dass solche Versuche und Bemühungen zu nichts führen. Deswegen haben wir nie den Gedanken gehabt, uns irgendwo in die politischen Prozesse anderer Länder sich einzumischen. Und das ist das eine, was ich sagen wollte. Das Beispiel von den USA, das ist nun von keinem belegt. Das sind einfach Gerüchte. Genutzt und sie machen Schlussfolgerungen einfach aus dem Nichts. Naja, das ist zumindest merkwürdig. Ja, ich vertrete die Meinung, dass auch wenn es in einigen Fragen gravierende Meinungsverschiedenheiten gibt, immer wieder gesprochen werden muss. Aber natürlich ist die Frage der Menschen immer wichtig. Wir sollten auch trotz politischer Meinungsverschiedenheiten in einigen Fragen versuchen, den Kulturaustausch immer am Leben zu erhalten, weil gerade über Kultur Menschen sich auch sehr kennenlernen. In Deutschland gab es eine sehr dramatische Diskussion, ob es lohnend ist, in diesem Petersburger Dialog weiterzuarbeiten. Und ich habe mich auch persönlich, aber auch der damalige Außenminister, heutige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sehr dafür eingesetzt, dass wir das nicht abbrechen, auch wenn es Meinungsverschiedenheiten gibt. Auch die russische Seite hat sich darauf eingelassen. Und man kann schon davon ausgehen, dass es bei den Diskussionen dort auch manchmal ganz schön kracht und durchaus emotionale Auseinandersetzungen sind. Meiner Meinung nach müssen sie geführt werden, weil man sonst in ein Schweigen und ein immer geringeres Verständnis einmündet. Es wurde gefragt nach der Effektivität des Prozesses. Ja, man könnte auch sagen, es geht langsam, man geht auf der Stelle, man spricht immer über die gleichen Sachen. Wir haben dort Dinge, die könnte man intellektuell in 30 Sekunden erfassen. Aber wir müssen uns immer und immer wieder darum bemühen. Und über das Sprechen verliert man auch nicht den Blickwinkel des anderen. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und wenn man sich die Geschichte anguckt über die vielen Jahrhunderte, dann glaube ich, ist es geboten, dass die heute Verantwortlichen dieses Gespräch auch immer wieder suchen. Und bei jedem Gespräch lernt man natürlich auch etwas. Also die Pressekonferenz. Wir fordern Russland auf, sich an diese internationalen Verpflichtungen zu halten und auch Angehörigen der Zeugen Jehovas die ungehinderte Ausübung ihrer Religion zu ermöglichen.